7,0 von 10 Punkten. Über 1000 Leute haben diesen Rum bewertet. Aber jetzt kommt's. Von genau denselben Leuten sagt jeder Dritte 6 Punkte oder schlechter. Und fast jeder Zehnte 8,5 Punkte oder besser. Ist aber dieselbe Flasche. Deshalb habe ich mich mal durch alle Daten von RumX gewühlt und habe über 300.000 Verkostungen analysiert und dabei die Rums rausgesucht, über die sich die Leute am heftigsten streiten. Und da sind Flaschen dabei, wo du wahrscheinlich auch schon mal getrunken hast oder sogar bei dir im Regal stehen hast. Und eine von den Flaschen, ohne die gäb's RumX heute wahrscheinlich so gar nicht. Aber erstmal, wie kann eine Note von über 1000 Leuten überhaupt lügen? Wenn 1000 Leute einen Rum bewerten, kriegst du am Ende so eine aggregierte Zahl. Auf RumX ist das der Median, also genau die Mitte aller Bewertungen ohne die Ausreißer. Aber die eigentlich spannende Info, die steckt woanders, nämlich wie weit diese einzelnen Bewertungen letztlich auseinanderliegen, also quasi die Streuung. Ein normaler Rum auf RumX, der streut so plus minus 0,7 Punkte. Heißt, die meisten Leute sind sich eigentlich ziemlich einig. Dann gibt es aber Rums, die streuen um plus minus 2 Punkte, also quasi 3-mal so viel. Das ist dann nicht mehr ein Rum mit einer konsolidierten Meinung, sondern das sind quasi 2 Fanlager, die sich darum streiten. Und genau solche Flaschen, die gucken wir uns heute an. Auf Platz 3 ist der Bumbu The Original. Und gleich vorneweg, streng genommen darf der hier gar nicht Rum heißen. Warum? Erzähle ich euch gleich. Erstmal zur Streuung. Also über 1500 Leute haben den bewertet, die Note 7,0. Aber dahinter, jeder Achte feiert ihn total mit 8,5 oder besser. Und jeder Vierte sagt 6,0 oder schlechter. Für die einen ist das also so der perfekte, süße Einstieg. Für die anderen ist er viel zu parfümiert, zu wenig echter Rum. Beides aber echte Erfahrungen von echten Leuten. Auf Platz 2 ist der Nonplusultra Black Edition, neuerdings umbenannt in Old St. Croix. Der hat die sauberste Trennung im ganzen RumX-Katalog. 18% geben 9,0 oder mehr, 15% geben 5,0 oder weniger. Die 2 Lager, die sind also fast gleich groß und liegen gleichzeitig maximal weit auseinander. Komplett crazy. Für die einen ist der also genau der perfekte Dessert-Rum. Dick, süß, viel Vanille. Für die anderen wieder viel zu süß, wie ein süßer Likör und hat mit Rum so rein gar nichts zu tun. Und beide reden aber über die gleiche Flasche. Und Platz 1, der geht quasi an eine ganze Familie von Rum, nämlich Don Papa. Ich habe die Streuungsanalyse aufgemacht und die 4 obersten Plätze, das waren alles Don Papa Rums. Der Klassiker, Don Papa 7 Jahre, der hat über 1000 Bewertungen und Streuung plus minus 2,1, der höchste Wert unter allen Rums auf RumX. Und ja, genau der war die 7,0 vom Anfang des Videos. Der Barocco, der ist nochmal eine ganz andere Geschichte hier. Über 2000 Bewertungen und da ist die Community komplett hart. Mehr als die Hälfte gibt 5,0 oder weniger. Aber es gibt Leute, die geben ihm auch die volle 10. Einer schreibt 10 von 10, so langer Abgang, man muss Süßes gerne haben. 0,4 süß und künstlich, Alkohol schlecht eingebunden. Beide beschreiben genau dasselbe. Süß, intensiv, bleibt lange. Der eine feiert genau das, der andere kann es überhaupt nicht trinken oder nicht mehr. Dieselbe Wahrnehmung und 2 komplett unterschiedliche Urteile. Und weißt du, was mir an der Liste noch aufgefallen ist? Spannendes. Die kommen fast alle aus derselben Ecke. Also süß, weich, aufwendiges Marketing, quasi so die Premium-Ecke aus dem Supermarktregal. Und das ist kein Zufall. Das ist ein Muster, was man komplett in den Daten ablesen kann.
Und dahinter steckt nämlich was ziemlich Simples. Genau dieselbe Flasche kaufen beide Lager. Also der Einsteiger, weil er süß, weich und einfach den perfekten Einstieg will. Und der Kenner probiert es natürlich auch. Aber der sucht schon längst was ganz anderes, ganz andere Geschmackserlebnisse. 2 unterschiedliche Gruppen, eine Flasche und durch die Erklärung hast du quasi diese 2 Berge in der Kurve. So, und jetzt zurück zur Frage von vorhin. Warum darf der Bumbu sich denn überhaupt nicht Rum nennen? In der EU gilt dafür seit 2021 eine klare Regel. Rum darf nachgesüßt werden, aber höchstens 20 Gramm Zucker pro Liter. Alles darüber hinaus darf dann nicht mehr Rum heißen. Das nennt man dann offiziell eine Spirituose auf Rumbasis. Und genau so muss man es auch auf dem Label und im Etikett deklarieren. Und der Bumbu, den hat Nikolaus Kröger dieses Frühjahr erst mit einem neuen Laborgerät gemessen. Und dabei kam raus 46,8 Gramm Zucker pro Liter. Also mehr als das Doppelte von der EU-Grenze. Und verrückt dabei, der Bumbu XO, also der große Bruder, gleiche Marke, der liegt bei gemessenen 11 Gramm. Also der ist ganz offiziell ein Rum laut EU-Vorschrift. Es geht also nicht um die Marke grundsätzlich, sondern es geht immer um die individuelle Flasche. Und beim Nonplusultra Black Edition, da liegt der gemessene Wert sogar nochmal deutlich drüber. Fairerweise, Aja Riese oder Old St. Croix steht da auch ganz offen dazu. Die haben bewusst gesagt, wir ändern das Rezept nicht. Also wir benennen uns einfach um und deklarieren es sauber auf der Flasche, weil die Leute kaufen uns ja wegen dem Geschmack. Und die Don Papa Familie, die kennt das Spiel natürlich auch. Der Baroffo, der läuft ganz offiziell auf Spirituose als Rumbasis, steht also vorne auf dem Etikett. Das ist der alte Don Papa, wie ihn alle kennen. Und den neuen Don Papa im alten Gewand, der wurde einfach angepasst. Anderes Rezept, Zucker runter, Zusatzstoffe raus. Und so kann jeder entscheiden, zu welchem Rum oder auch nicht Rum er greift. Und ja, du denkst jetzt vielleicht so, das Video heißt die polarisierendsten Rums. Und 2 von den 3, die sind offiziell gar keine Rums. Aber versteh mich nicht falsch, das ist kein Urteil von mir. So, es gibt die Puristen, die ihren Rum komplett ungezuckert wollen. Und es gibt Leute, die genau das Süße suchen, das Weiche. Und beides ist völlig okay. Dein Geschmack, deine Sache. Der Zucker ist nämlich per se ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn du es selber gar nicht weißt. Und genau deshalb ist uns die Transparenz bei Rum X so extrem wichtig. Such einfach mal nach einer Flasche bei uns auf der Website oder in der App und du siehst direkt, ist das offiziell ein Rum oder ist es eine Spirituose auf Rumbasis und sogar wie viel Zucker drin steckt. Und jetzt wird's persönlich, nämlich die 2 hier, die kennst du ja wahrscheinlich schon aus meinem ersten Video. Der Portugal, die Flasche, die hat mich überhaupt erst zum Thema Rum gebracht. Meine erste große Liebe. Heute ist die Bewertung für mich natürlich deutlich geringer. Aber die Geschichte habe ich dir ja schon erzählt. Aber was ich dir noch nicht gezeigt habe, ist, was die Community eigentlich zu genau dieser Flasche sagt. Über 2700 Bewertungen sind bis heute beim Portugal eingegangen. Und damit ist er der gespaltenste große Rum auf der Plattform überhaupt. Die Streuung ist plus minus 1,5, also mehr als doppelt so viel wie normal. Und in den Bewertungen steht ein Satz, der könnte eigentlich 1:1 von mir sein. Vor Jahren war das mein Lieblingsrum, dass ich ihn niedriger bewerte, zeigt, wie viel ich gelernt und mich verändert habe. Und beim Durchlesen der Bewertungen ist mir dann noch was aufgefallen. Nämlich diese 2 Lager, das müssen nicht mal unterschiedliche Menschen sein. Manchmal ist es genau dieselbe Person, nur einmal am Anfang der Reise und einmal nach ein paar hundert probierten Rum später. Der Geschmack, der wandert also. Und bei so einer Flasche siehst du die Kurve total gut. Und der hier, ganze 60% Alkohol, wilder Jamaica Funk, so das Ding, bei dem ein Einsteiger beim ersten Schluck erstmal komplett überfordert ist. So, wenn irgendeine Flasche die Community spalten müsste, dann müsste ja eigentlich irgendwie genau sowas sein, oder?
Tut sie aber nicht. Die Streuung plus minus 0,6 bei einer Note von 8,3. Also sind sich quasi alle einig. So ausgerechnet dieses 60-prozentige Funkmonster eint die Leute. Und der sanfte Rum, der polarisiert. Klingt total verrückt, hat aber einen ganz ehrlichen Haken. Nämlich, wer sich so eine Flasche kauft, der weiß genau, worauf er sich einlässt. Die Vorsichtigen, die sind da schon längst aussortiert. Heißt, in so einer Note, da steckt auch immer drin, wer denn überhaupt bewertet hat. Also, was machst du denn jetzt mit den ganzen Infos von heute? Erstens, diese eine Note ist oft nur die halbe Wahrheit. Die meisten Rums, bei denen reicht es. Aber bei den Rums, die die Leute spalten, da versteckt sie genau das, was du eigentlich wissen willst. Dass es nämlich diese 2 Lager gibt. Mein Tipp, wenn du das nächste Mal einen Rum kaufst, schau dir nicht nur diese eine aggregierte Zahl an, schau dir auch an, ob sich die Leute einig sind. Zweitens, polarisierend heißt nicht schlecht. So ein polarisierender Rum ist für das eine Lager eine 9,0 und für das andere eben eine 4,0. Die Frage ist also nicht, wie gut ist der Rum? Die Frage ist, welchem Lager gehörst du zu und wie ist dein persönlicher Geschmack? Und genau da hilft der Rum X, nämlich unser neuer Match-Score. Ich weiß, das klingt jetzt empfiehlt der Typ hier noch seine eigene App im Video, aber genau wegen dieser Ungleichheit habe ich das Feature mit so viel Herzblut gebaut. Der Match-Score, der baut sich nämlich aus deinen eigenen Bewertungen dein ganz persönliches Geschmacksprofil und vergleicht es mit Leuten in der Community, die ganz ähnlich bewerten wie du. Und rechnet dir dann daraus für jede Flasche, wie gut sie wahrscheinlich genau zu dir passt. Und je mehr Rums du bewertest, desto genauer weiß er, zu welchem Lager du gehörst und desto besser werden die Voraussagen. Du kriegst also dann nicht die eine Note von 1000 Fremden, du kriegst genau deine eigene. Probier es mal aus, wenn du es rausfinden willst, auf welcher Seite du stehst. Link ist unten, da kannst du die App kostenlos runterladen. Schreib es in die Kommentare, ich lese mir alles durch und die besten Kandidaten, die jage ich dann durch die Daten und vielleicht wird genau daraus dann Teil 2 von diesem Video hier. Das ist nämlich genau die Philosophie von dem YouTube-Kanal. Ich nehme dich mit auf die Reise, wie ich Rum X baue und durch dein direktes Feedback lenkst du mit, in welche Richtung es geht, sowohl App-Features als auch Formate hier auf YouTube. Und wenn du solche Datengeschichten magst, lass ein Abo da. Ich sitze auf über 300.000 Bewertungen und da ist noch so einiges vergraben. Und das nächste Mal, dann nehmen wir uns genau eine Ecke vor, aus der dieses Funkmonster hier kommt, nämlich Jamaika. Über 50.000 Verkostungen sind allein zu Rums aus Jamaika auf Rum X eingegangen. Und basiert auf den Daten zeige ich dir genau, wo du am besten einsteigen solltest und ab wann es so richtig wild wird. Bis dahin, egal ob dein Lieblingsrum die Community spaltet oder eint, Hauptsache er passt zu dir. Cheers.